Hey Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Dennis. Schön, dass ihr da dabei seid. Ja, ihr habt es gesehen, Afnan Tuati gegen Rosso Pompei von Tiziana Terenzi. Viele meinen, die riechen gleich. 20 oder 25 bis 30 Euro gegen 290 Euro, wenn ich mich nicht ganz täusche. 100 ml gegen 90 ml. Auf jeden Fall zwei sehr starke, schwere Flakons. Und bevor ich anfange, erstmal für alle Neuen, die hier drauf sind, das erste Mal, drückt die Glocke, vergesst es nicht, abonniert meinen Kanal, das würde mich natürlich freuen. So, wir fangen auch gleich an. Erstmal will ich aus meinen 700 ml Krug, wollte ich schon sagen, nein, meiner 700 ml Tasse erstmal einen schönen türkischen Apfeltee trinken. Ach ja, herrlich, das ist auch schon mal nice und da liegt die Betonung definitiv auf nice. So, aber ich kann jetzt schon sagen, auch auf den Düften. Wir fangen mal mit den Afnan an. Sehr schöner Flakon, Glas, richtig schwer, also kein Mist, kein Müll. Also das ist schon, ja, das ist hier ein Glastisch, will ich jetzt nicht raufhauen hier. Also das ist schon von allerfeinsten. Das sind 90 ml und ja, ist doch geil anzuschauen. Also ich finde, er sieht nice aus und ja, 25 bis 30 Euro, kann auch mal 40 Euro kosten. Also es ändert sich ja jedes Mal. Und zum Duft, guter Sprüher, beziehungsweise sehr guter Sprüher. Sollen wir die Tasse hier mal ein bisschen wegnehmen. Und ja, da kommen einem gleich die zitrischen Noten auf jeden Fall entgegen. Also wirklich zitrisch. Er hat vielleicht, aber wirklich für mich minimal Ähnlichkeit zu Bleu de Chanel. Aber wirklich, ja, nicht wirklich viel. Aber man merkt schon so einen kleinen Touch. Dann kommt Amber und holzige Noten. Im Endeffekt finde ich persönlich, mit dem Moschus zusammen bleibt es auch so komplett über den ganzen Duftverlauf, meiner Meinung nach. Der hält gute 8 Stunden. Ist es aber dann auch irgendwann schon hautnah, also er strahlt so die erste Stunde strahlt er wirklich sehr, sehr gut aus. Und dann geht er ein bisschen zurück und ist dann so gute, ich würde mal sagen, 3,5 Stunden gut wahrnehmbar, bis er dann also ein bisschen hautnah wird und hält so seine 8 Stunden. Aber man kann, es ist natürlich ein bisschen falsch ausgedrückt, man bekommt, meine ich natürlich, schon auch nach 6 Stunden Komplimente. Aber das ist auch ein Duft. Zitrisch, holzig, Moschus. Erstmal mögen Frauen das. Oder viele Menschen. Sie mögen einfach mögen frische Düfte und ne, das ist wieder so ein typisch, ich würde nicht sagen typischer frischer Duft, weil er ist auch fruchtig, finde ich. Und der Moschus ist jetzt nicht so stark, wirklich im Hintergrund, aber allgemein ist es ein zitrischer, frischer Duft. Dazu gesellen sich dann Patchouli und Gewürze noch. Ich tue mir ein bisschen schwer bei diesem Duft mit Gewürzen, aber im Endeffekt, ich finde, ja, zum Schluss kann man das sagen, aber was für Gewürze, da bin ich irgendwie raus. Also, weil ich finde einfach, dass er zitrisch, Moschus und frisch ist, so. Und nun wird er ja immer verglichen mit diesen großen, teuren Tiziana Terenzi Duft, Rosso Pompei, der für mich, sage ich mal, auch wenn der Flakon sehr nice ist, aber natürlich im Flakon gewinnt Flakon. Schon der Deckel ist fast so schwer, warte mal. Ja, der ist fast oder genauso schwer wie dieser Flakon und der ist aus Glas. Also das ist schon sehr nice. Jetzt kommen wir wieder zu den Nachteilen. So, der Sprüher ist weg, ist sehr gut, der nicht. Ich habe ja immer das Problem, ihr kennt mich, dass ich ein Problem habe mit dem Sprüher, der immer wirklich nicht gut ist. So, zur Ähnlichkeit. Also klar, wenn er in der Luft liegt oder wenn er ihn aussprüht, hat er schon Ähnlichkeit. Ich bin der Meinung, das sind die zitrischen Noten. Hier haben wir, wenn ich mich nicht ganz täusche, eine sizilianische Grapefruit und Zitrone, Grapefruit ist natürlich nicht dasselbe, klar, aber man hat was sehr Zitrisches und dann kommt auch gleich die Zitrone und da haben wir es. Man merkt aber, und ich finde, dass das Opening auch schon bei den Terenzi besser ist, besser verpackt.
hier mag natürlich, ich bin der Meinung, nur Zitrone drin sein. Wirklich für mich. Also das, was ich rausrieche. Und hier habt ihr wirklich diese Grapefruit und Zitrone. Das nehmt ihr auf jeden Fall, oder die nehmt ihr auf jeden Fall beide wahr. Dann gesellt sich die Traube dazu, die die Süße mitbringt. Und ja, das ganze Zusammenspiel ist in der Kopfnote besser. So, er ist natürlich ein bisschen harsh, muss ich schon sagen, am Anfang. Also viele mögen viele sagen Haarspray, viele sagen kratzig. Ja, das hat er, das muss man mögen. Tuberose, Jasmin kommt dann, Maiglöckchen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Der ist sehr floral. Das ist hier nicht der Fall. Trotzdem haben sie, sag ich mal, insgesamt bis zur Herznote Ähnlichkeiten. Schon Ähnlichkeiten. Aber da sind wir so meiner Meinung nach 20%. Das ist jetzt nicht so viel. Und man merkt man merkt bei den Afnan in Background schon den Rosso Pompeii, sagen wir mal so. Aber nicht, ich weiß nicht, ob so viele Leute das blind rausrichten können, dass sie sagen, dass das der ist. Also da bin ich dann schon wieder raus und sage vielleicht doch nur 10%. Hier kommt dann Patchouli, Cedar, in Dry Down nachher. Das ist alles was ganz anderes und Ahorn, Sandelholz. Ja, man merkt schon den Preisunterschied, aber ich weiß, der wird sehr hoch gehypt und man muss ja auch den Preis bedenken. Und das ist ein wirklich geiler Duft. Aber es ist für mich nicht wirklich, also ein Zwilling von Rosso Pompeii ist nicht, nein, das ist kein Zwilling. Aber er hat Ähnlichkeiten. Aber ob man ihn jetzt auf Parfumo zum Beispiel, die Seite mal zu erwähnen, ob man ihn wirklich unter Ähnlichkeiten einstufen kann, da bin ich mir... Nein, ich würde es nicht machen. Das ist meine persönliche Meinung, ne? Ihr müsst das selber wissen. Natürlich, das Problem ist ganz schnell, wenn man den einmal mal gerochen hat und den Kopf so ein bisschen hat, denkt man, okay, das könnte der sein. Aber ich habe beide und wenn ihr beide wirklich testet, haben sie Ähnlichkeit, vor allen Dingen in der Kopfnote. Ja, aber dann, das Harsche ist hier nicht, ne? Das ist hier nicht drin. Hier ist wirklich zitrisch frisch. Und deswegen... Also testet sie wirklich mal beide im Endeffekt, weil den kann man sich ja günstig besorgen und dann testet den mal irgendwo, wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt und ihr merkt, diese Düfte haben einfach nicht so viel Ähnlichkeiten. Haltbarkeit ist natürlich auch besser, ja. Ja, was ich überlege, eigentlich Quatsch. Ich habe ja gesagt, so 8 Stunden, also der ist schon wirklich 11 Stunden, 12 Stunden am Start. Das ist Tagesform, ja. Aber der hält, das ist nicht, also Beast Mode, ja, guck mal, man muss ja das Große und Ganze sehen. Ich bin immer der Meinung, also viele denken, wenn ich sage 12 Stunden, dass der ausstrahlt 12 Stunden. Nein, der strahlt auch keine 12 Stunden aus. Der strahlt aber sehr lange aus. Also die Silage ist so tatsächlich 6 Stunden am Start. Dann geht der auch ein bisschen zurück und nach 12 Stunden ist auch der Rosso Pompeii natürlich hautnah. Also Leute denken nicht immer, dass es gibt Düfte, die nach 12 Stunden auch noch richtig stark sind. Ihr kriegt auch, kommt drauf an, wie Menschen riechen können. Ihr könnt auch bei den günstigsten Düften, wo viele sagen, die halten gar nicht, könnt ihr nach 8 Stunden von manchen Menschen ein Kompliment bekommen. Also es ist ja immer verschieden und daher, man kann darüber reden, aber 8 Stunden, hier sage ich mal 10 bis 12 Stunden. So, Silage, da haben wir es dann wieder, das riecht jeder anders, aber sagen wir mal so, ich kann schon gut riechen, aber da haben wir so ungefähr die Silage bei... Stunden kann ich nicht sagen. Also das ist eine gute 7, würde ich Ihnen auf Dauer, über den ganzen Duftverlauf eine 7 und hier ist man einfach bei 8, 9. Er ist einfach stärker und preislich und Qualität technisch ist der Rosso Pompeii auch die Nummer 1. Es ist so, auch wenn der nicht synthetisch ist, auch wenn der wirklich sehr, sehr gut gemacht ist, aber bei mir gewinnt der Rosso Pompeii und nicht, weil es ein Nischenduft ist und weil er teurer ist, nein, weil er einfach besser ist. Punkt. Aber nicht jeder, ich sage das immer und das gehört für mich dazu, nicht jeder kann 290 € ausgeben, nicht jeder möchte das auch. Und eine gute Alternative, jetzt kommen wir dazu, ist dieser Duft auf jeden Fall Turati Afnan. Ja,
das könnte man so stehen lassen. Dann nehme ich gleich noch mal einen Schluck. Ja, Leute, das ist einfach so. Sehr geile Düfte. Wenn man sich überlegt, dass Terroir die wirklich, also wenn man einen guten, also Kurs 28 € dafür bezahlt, Leute, come on. Und das ist kein, wirklich, da haben wir es auch, also es ist auch kein Vergleich unbedingt mit Bleu de Chanel. Vielleicht werde ich das irgendwann nochmal machen, aber muss ich nicht. Aber ja, ist eine Alternative zu Rosso Pompeii, aber kein Duft, schon mal gar nicht. Und Ähnlichkeit nur in der Kopfnote und in der Luft, aber auch nur, ja, schon vielleicht 20 Minuten, aber dann, ja, auf der Haut schon beim ersten Sprühen nicht wirklich. Aber ja, man kann es vergleichen und ich vergleiche das für euch und ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich konnte euch helfen. Ja, Rosso Pompeii gewinnt trotzdem, aber wie gesagt, sehr guter Duft für 30 € Torati von Afnan, sehr nice. Also Leute, haut rein und bis zum nächsten Mal.